Heute geht es um Schleim. Was genau ist eigentlich Schleim? Welche Pflanzen sind besonders schleimig? Und warum machen manche Pflanzen Schleim? Hallo und willkommen im Molekularen Garten, wo wir uns anschauen, wie Pflanzen auf molekularem Niveau funktionieren. Oder genauer gesagt, willkommen in meiner Küche. Ich habe uns für heute einige besonders schleimige Pflanzen zusammengesammelt, die habt ihr vielleicht auch schon mal gegessen. Als erstes Okra. Dann habe ich hier noch ein Stück japanische Jamswurzel, eine Aloe Vera und dann noch einige Samen. Die sind jetzt noch nicht schleimig, aber das wird sich gleich ändern. Einmal Kresse und einmal Chiasamen. Dann habe ich hier noch einen Mais. Und jetzt denken sich einige von euch wahrscheinlich, Mais ist ja nun überhaupt nicht schleimig. Aber wenn ihr hier im Video mitschaut, dann werdet ihr sehen, dass Mais doch auch sehr schleimig sein kann. Die Okra gekocht und aufgeschnitten wird sehr schön schleimig. Und die japanische Jamswurzel wird richtig schön schleimig, wenn man sie reibt. Da sieht man schon, wie der Schleim durch die Reibe läuft. Und auch die Aloe sondert Schleim auf, wenn ich hier ein Stück abschneide. Kommen wir zu den Kresse- und Chiasamen. Wenn man diese in Wasser gibt, dann produzieren sie eine Schleimschicht, die das Samenkorn umgibt. Damit wir die später besser sehen können, färbe ich das Wasser grün ein mit Lebensmittelfarbe. Dann sehen wir nachher den Schleim grün. Mit klarem Wasser wäre er schwer zu sehen. Jetzt noch die Samen dazu. In das eine Glas Chiasamen, in das andere Kresse. Umrühren und dann warten, was passiert. Innerhalb kurzer Zeit hat sich die Schleimschicht um die Samen gebildet. Ist fast wie eine Art Pudding geworden. Das Wasser ist ganz im Schleim gebunden. Wenn ich ein paar Samen auf den Teller hier lege, dann seht ihr sehr schön die grüne Schleimschicht um die Samenkörner rum. Was hat dieser Schleim für eine Funktion? Der muss ja für irgendetwas gut sein, sonst würde die Pflanze ihn nicht produzieren. Wie ihr hier seht, hat der Schleim um die Samen rum das Wasser gebunden und es ist jetzt quasi an die Samen gebunden. Auch die Samen, die ich auf dem Papier verschüttet habe, sind noch vom Schleim umgeben. Das Wasser bleibt am Samen und wird nicht vom Papier aufgesogen. Der Schleim sorgt also dafür, dass der Samen gut mit Wasser versorgt ist und in der ersten kritischen Phase der Keimung nicht gleich vertrocknet. Aus was besteht eigentlich Schleim? Das sind zum Großteil zwei Komponente: Exopolysaccharide und Glykoproteine. Wie die Wörter schon zeigen, haben beide etwas mit Zucker zu tun. Exopolysaccharide sind exozelluläre, also außerhalb der Zelle, vorkommende Polysaccharide. Polysaccharide sind lange Ketten aus Zucker. Die bestehen aus verschiedenen Zuckereinheiten, die zu langen und teilweise verzweigten Zuckerketten zusammengesetzt sind. Glykoproteine sind, wie der Name schon andeutet, Proteine mit Zucker dran. Und zwar wieder mit so langen, verzweigten Zuckerketten wie in den Polysacchariden. Teilweise machen diese Zuckerketten in den Glykoproteinen über 90% vom gesamten Molekül aus. Die Glykoproteine sind also manchmal viel mehr Zucker als Protein. Zucker haben viele Hydroxygruppen, chemisch funktionelle Gruppen, die sehr starke Anziehungskraft auf Wassermoleküle haben. Die Hydroxygruppen sorgen auch für starke Anziehung zwischen den einzelnen Zuckerketten. Das führt dazu, dass ein Netz aus langen Zuckerketten entsteht, in dem das Wasser mit eingebunden ist. Das Ganze sind keine festen Verbindungen und darum hat es dann diese schleimige, gelartige Konsistenz. So, und was war das jetzt mit dem Mais und dem Schleim? Was es damit auf sich hat, das kommt jetzt. Beim Mais geht es nicht um den Kolben, sondern um den Stängel. Und es geht auch nicht um den Mais, wie er hier in Europa auf den Feldern steht, sondern um eine bestimmte Sorte Mais, die in Mittelamerika wächst. Dieser Mais bildet kurz oberhalb der Erde Luftwurzeln aus, die Schleim produzieren.
Das seht ihr hier auf dem Bild. In diesem Schleim siedeln sich besondere Bakterien an, die den Stickstoff aus der Luft binden können. Stickstoff ist ein wichtiger Stoff für Pflanzen, den sie brauchen, um Proteine und andere stickstoffhaltige Verbindungen zu produzieren. Unsere Atmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff. Aber der ist in der Form von molekularem Stickstoff und damit kann die Pflanze gar nichts anfangen. Die Bakterien im Schleim allerdings wandeln diesen molekularen Stickstoff in Ammonium und Nitrat um, Formen von Stickstoff, die die Pflanze sehr wohl aufnehmen kann. Die Pflanze produziert also Schleim, der ein Zuhause für die Bakterien bietet und sie mit Nahrung in Form von Zuckern versorgt. Und die Bakterien düngen dafür die Pflanze mit Stickstoff. Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Gerade jetzt untersuchen Forscher, wie diese Maissorte den Schleim produziert. Und vielleicht werden in der Zukunft all unsere Maissorten dann so ihren eigenen Stickstoff aus der Luft ziehen können. Dann müsste man keine Kunstdünger mehr auf die Felder ausbringen und würde so die teils große Umweltbelastung, die damit verbunden sind, vermeiden. Ich hoffe, euch hat diese schleimige Folge gefallen. Und einen Bonusschleim habe ich noch für euch, und zwar diesen Basil Seed Drink. Das ist ein süßer Saft mit Basilikumsamen drin. Und genau wie Kresse und Chiasamen machen auch Basilikumsamen eine Schleimschicht um sie herum. Und wenn man sie in einen Saft tut, dann sieht es aus, als ob sie drinnen schweben würden. Davon nehme ich mir mal ein Glas und denke mir aus, worüber die nächste Folge vom Molekularen Garten handeln soll. Prost und tschüss! Ich hatte heute übrigens Besuch beim Film. Vielleicht ist euch die kleine Wespe aufgefallen, die kurz durchs Bild flog. Die hat sich ein bisschen in der Küche umgesehen und ist dann wieder rausgeflogen.